Hey, Ja, komm. komm, oder? Ist mega cool, dass du da bist. Martin vom TVB Stuttgart. Und ich habe mir auf LinkedIn, ich war gestern noch, ich habe meine Hausaufgaben gemacht gestern. Du hast auf LinkedIn stehen, Sport has the power to change the world. Und da vielleicht so ein bisschen die erste Frage, wie kommst du oder wie kamst du in den Sport und wie ist denn so ein bisschen deine Story? Wie bist du hier gelandet? Ja, auch erstmal an euch, Aurel, Stars. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ja, das ist so ein Grundsatz, Sport has the power to change the world, den ich mir fast tagtäglich vor Augen führe, einfach aufgrund nicht nur des Jobs, aber einfach auch so ein bisschen meines Lebensstils, weil ich jetzt schon einige Jahre im Sport unterwegs bin und einfach auch als Kind auf den Sportplätzen hier bei uns in der Region unterwegs war und mich das einfach super geprägt hat und über den Sport einfach tolle Werte vermittelt werden und mich das, glaube ich, auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung einfach super ja, entwickelt hat und mir viel mitgegeben hat. Und mein Weg in den Sport war tatsächlich, würde ich schon in meiner Kindheit anfangen, Fußball geprägt. Da habe ich nebenher noch, bin ich geschwommen, habe im DLRG eigentlich bis zum Rettungsschwimmer tatsächlich alle Abzeichen quasi mitgemacht und nebenher Fußball gespielt. Und es war dann irgendwann auf einem Niveau, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist kein Platz mehr für eine zweite Sportart nebenher und habe dann nach der Schule eine praktische Ausbildung im Sport angefangen, habe auf einer privaten Sportschule die Ausbildung zum Sport- und Gymnastiklehrer gemacht und habe dann dort, ja, als 16-Jähriger habe ich da angefangen tatsächlich, viel mit älteren Jungs und Mädels zu tun gehabt und ja, waren da in allen Sportarten eigentlich zugegen, haben sehr, sehr viel auch ausprobiert und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und da habe ich relativ schnell gemerkt, wenn auch noch nicht so der ganz große Plan irgendwie da war, okay, ich bin im Sport zu Hause und ja, habe dann einen meiner Chefs kennenlernen dürfen im letzten Semester, den Michael Benz, und bin dann darüber nach der Ausbildung zur Deutschen Kindersportakademie gekommen und ja, habe dann da 7 Jahre inklusive Studium, also ich habe dann nach der Ausbildung nochmal BWL mit Schwerpunkt Sportmanagement studiert, hier in Stuttgart, habe das per dualen Studium quasi gemacht und jetzt seit knapp 2 Jahren bin ich im Profisport gelandet beim TVB Stuttgart und darf damit ganz, ganz tollen Kolleginnen und Kollegen den, ja, so unseren Partnermanagement-Bereich mitverantworten. Und ja, das mal als Intro so zu mir. Ja, also super spannend. Also wie genau bist du zum TVB Stuttgart gekommen? Es ist tatsächlich so, dass grundsätzlich hier bei uns im Rems-Murr-Kreis, aber auch ja, Großregion, sage ich jetzt mal, Ballungsraum Stuttgart, eine sehr, sehr handballerfine Region ist und eigentlich auch mein ganzer Freundeskreis aus Handballern besteht. So war schon eine Verbindung zum Handball da. Ich bin viel in den Hallen unterwegs gewesen, war erst so im Freundeskreis bei uns der Exot, der Fußballer. Und habe tatsächlich über die berufliche Schiene den Weg zum Handball gefunden. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt, wo die Anfrage vom TVB kam, tatsächlich auch ein bisschen andersweitig umgeschaut, weil bei mir dann bei der Deutschen Kindersportakademie der Weg zu Ende ging. Ähm, Einvernehmlich, und habe mich da auch in der Fußball-Bundesliga beworben gehabt, bei anderen Fußballorganisationen, Handballorganisationen im professionellen Bereich. Und tatsächlich übers Studium war ein Kontakt, einer der Dozenten, der bei uns auch Sportsponsoring quasi doziert hat mich angesprochen. Der war nämlich hier mein Vorgänger beim TVB Stuttgart, der war über 10 Jahre hier und ist dann zu einem großen Vermarktungs- und Rechtehalter in Deutschland dann quasi gewechselt und ist da für den VfB mittlerweile zuständig und hat gesagt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in den Profisport zu wechseln. Und genau, haben mich eingeladen und haben das dann über mehrere Gesprächsrunden hier auf der Geschäftsstelle beim TVB abends dann besprochen und haben auch ein Konzept entwickelt, wie gerade der Promotion-Bereich beim TVB aussehen könnte in Zukunft, wie man gerade Aktivierungen und so weiter gestalten kann, weil
Vorher war ich eher im Breitensportbereich unterwegs. Wir haben viele Camps und viele Aktionen auch für große Fußballmarken gemacht und hatte da so meine Expertise und habe dann hier den Promotion-Bereich übernommen und habe eben nebenher, das werden wir jetzt wahrscheinlich der nächsten Zeit auch noch hören, dass relativ viel nebenher passieren muss bei uns in den, sage ich jetzt mal, nicht High-End professionellen Sportorganisationen, wobei wir da auch schon Vorreiter bei uns in der Liga sind. Habe so viele Sponsoren betreut, wie nebenher ging und da schon mitgewirkt. Und dann tatsächlich ging das relativ schnell. Nach 3 Monaten hat er mich gefragt, unser Geschäftsführer, der Jürgen Schweikart, hey, hast du nicht Lust, komplett in den Sponsoring-Bereich zu wechseln? Und wir haben dann jemand anderen quasi eingestellt für den Promotion-Bereich, sodass ich dann direkt nach 3 Monaten rüber gewechselt bin in den Sponsoring-Bereich und genau, bin da sehr, sehr zufrieden. Das heißt, da geht es um Bestandssponsoren zu betreuen, zu schauen, wie man gemeinsam weitere Aktivierungen, Entwicklungsmöglichkeiten man mit den bestehenden Sponsoren auch weiter spielen kann. Und dann natürlich ein großer Punkt, die Akquise, der Vertrieb unseres Sponsorings, weil das ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Etats ist und wir deswegen auch sehr, sehr viel proaktiv machen, wo wir jetzt bestimmt gleich auch drauf zu sprechen kommen. Ja, also du hast beim TVB zuerst eine andere Rolle gehabt. Also genau, richtig. Kann ich das verstehen genau. Mit dem Promotion? Da machst du Werbung für den Verein oder? Genau, also wir machen hier in der Region ganz, ganz viele Aktionen. Das heißt, wir sind auf vielen Markenevents, wir sind auf Kinderfesten, um einfach unsere Marke in der Region präsent zu zeigen, präsent zu machen, haben da echt coole Tools, die wir bespielen. Also wir haben eine eigene Wurfmessanlage, die ist gebrandet natürlich in TVB-Style, wo man seine Wurfgeschwindigkeit checken kann, verschiedene Themen in der Interaktion. Wir haben Gewinnspiele, die man quasi mit dem Tablet auf unserem Stand dann mitmachen kann, etc. Und natürlich nutzen wir das Ganze auch, um unsere Spieler zu Autogrammstunden mitzunehmen oder unser Maskottchen, weil das hier schon einen relativ hohen Kultfaktor hat, Johnny Blue. Und genau das war eigentlich die angedachte Rolle. Und genau, da haben wir auch ein Konzept, gerade mit Kids Club, mit Spieltagscamps so für die nächsten Jahre entwickelt. Und bin dann relativ schnell aber rüber gewechselt. Ja, jetzt gerade die Region Stuttgart, wenn wir vielleicht da noch darauf zu sprechen kommen, weil so ein bisschen die Geschichte vom TVB ist ja eigentlich auch, wenn ich das so sagen darf, vom Dorfverein zum jetzt Großstadtverein in Stuttgart so ein bisschen hat sich das entwickelt. Wie hast du das noch miterlebt, da von Bittenfeld bis Stuttgart und auch von der Scharena heißt die, mittlerweile in der Porsche Arena, da ist ja schon eine große Entwicklung vollzogen worden. Absolut, also die Entwicklung, auch wenn man da im Austausch ist mit den Ur-Bittenfeldern, natürlich auch mit der Schweikart-Familie, aber generell mit unserem Umfeld ist es eigentlich wie so eine Art Cinderella-Story, wenn man überlegt, wie viele Aufsteiger in der HBL auch wieder direkt absteigen. Man muss da ein bisschen weiter nach hinten gehen, beziehungsweise in der Vergangenheit zurück. Das war eigentlich so in den 90er Jahren war der TVB, also unser Ursprungsverein. Der TV Bittenfeld ist ja ein Ortsteil von Waiblingen hier, nächste Großstadt quasi oder Kreisstadt, besser gesagt, um Stuttgart herum. Und die sind auch noch Hauptanteilseigner unserer KG. Wir haben ja den Profibereich ausgegliedert, komme ich gleich dazu. Und in den 90er Jahren war es eben so, dass der TV Bittenfeld für eine grandiose Jugendarbeit bekannt war. Und da hat Jürgen auch selber noch in der Jugend gespielt, der da auch eine große Rolle hatte. Und dann hat man sich eben überlegt, dadurch, dass man den einen oder anderen Nationalspieler schon rausgebracht hatte, wollen wir diesen Weg weitergehen oder wollen wir den Weg einfach auch ein bisschen weiterentwickeln und vor allen Dingen ausbauen. Und das ist dann über eine kleine Arbeitsgruppe aus dem Verein heraus eigentlich entstanden, dass man sich in der Woche getroffen hat und sich auch Gedanken über die Vermarktung des Ganzen gemacht hat, da Dinge auch gesponnen hat in eine gewisse Richtung und dann wurde der Etat auch etwas größer, man ist aufgestiegen
Und genau, dann ist das eine zum anderen gekommen, auch mit der einen oder anderen Portion Glück. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen, die in so einem Weg dazugehört. Man ist dann aufgestiegen in die BWOL, also in die 4. Liga, wo jetzt gerade auch unsere 2. Mannschaft spielt, und dann in die 3. Liga, hat dann da eine gute Rolle gespielt, hat sich etabliert und ist dann in die damals noch zweigleisige 2. Liga quasi aufgestiegen. Und da ist man dann auch im ersten Jahr, wenn ich das jetzt noch richtig auf dem Schirm habe, wegen einem Tor nicht abgestiegen und konnte sich dann dort auch etablieren und ist dann irgendwann in die eingleisige 2. Liga aufgestiegen. Und mittlerweile sind es 10 Jahre, mittlerweile Daikin Handball-Bundesliga, aber Handball-Bundesliga jetzt 10 Jahre. Und 2006 ist noch so ein Meilenstein, den ich noch auf dem Schirm habe, weil ich dann auch öfter zu Gast war, noch zu Zweitliga-Zeiten des TVB, weil Heimspiele dann teilweise, also so Highlight-Heimspiele in der Porsche Arena schon ausgetragen wurden. 2006 war da ja der Bau dann fertiggestellt und hat dann in der Scharena in Stuttgart gespielt, weil zu Zweitliga-Zeiten man dann die Halle in Bittenfeld quasi nicht mehr, unsere Gemeindehalle, nicht mehr dafür verwenden konnte und ist dann umgezogen und hat dann über die Saisons bis dann zum Aufstieg 2015 in der Scharena gespielt und dann teilweise, wie gesagt, Highlight-Spiele, das waren so 6 Stück, dann im Jahr das Konzept quasi weitergetragen und dann immer in die Porsche Arena ausgewichen. Und das war der richtige Schritt. Man hat dann sich auch für eine Umfirmierung entschieden. Das heißt, der Profibereich, also die erste Mannschaft, wurde dann quasi ausgegliedert in eine KG und dann auch eine Namensänderung vollzogen, sodass wir dann von TV Bittenfeld zu TVB Stuttgart umfirmiert wurden. TVB steht da auch weiterhin, weil wir unsere Wurzeln kennen und wissen, wo wir hergehören oder wo wir herkommen, dann zu TVB Stuttgart, einfach auch aus vermarktungstechnischer Sicht ein sehr, sehr cleverer Schachzug, einfach um auch die großen Unternehmen, die hier in Stuttgart ansässig sind, auch in der, sage ich jetzt mal, Markenbekanntheit einfach mitzutragen. Genau, und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, genau. Ja, so ein bisschen den Kreis wieder zurückzuschließen zum Sponsoring. Das war so ein bisschen jetzt die sportliche Entwicklung. Wie sah es denn da aus mit der Entwicklung auf Sponsorenseite, eben von Bittenfeld nach Stuttgart? Da kann man sich überlegen, da ergeben sich viele neue Möglichkeiten, aber auch viele neue Herausforderungen. Das ist so ein bisschen, wie ist das parallel verlaufen, also sportlich erfolgreich und gleichzeitig auch auf Sponsorenseite erfolgreich, oder wie war das? Ganz kurz so, ich habe ja auch in Stuttgart studiert, das ist ja eine Riesenindustrie, ne? Also Automobilindustrie mit Mercedes, Porsche, Bosch, ne, die ganzen Zulieferer. Also eigentlich müsste man davon ausgehen, dass wenn man nach Stuttgart zieht, dann hat man eigentlich das Los, oder, gezogen. Da ist ja unfassbar viel los, unfassbar viele Sponsoren. Also wie handelt ihr das? Absolut. Aurel hat es gerade schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Mit mehr Aufmerksamkeit und mehr Möglichkeiten kommen auch mehr Herausforderungen. Denen stellen wir uns immer noch tagtäglich, weil es sehr, sehr vielschichtig ist. Also natürlich sind der ein oder andere Großsponsor dann dazugestoßen, je weiter das nach oben ging. Da ist auch eine Erfolgsgeschichte, zum Beispiel die Firma Kärcher. Sowas ist dann parallel entstanden, und ich glaube, was ganz, ganz toll in der Entwicklung ist, dass wir Partnerschaften immer langfristig denken und nicht direkt von Anfang an, sage ich jetzt mal, die wirtschaftliche Variable immer an erste Stelle stellen, sondern zu schauen, okay, wie kann das funktionieren, wie kann man langfristig einen Plan verfolgen, und beispielsweise ist die Firma Kärcher damals, weil der CEO, der immer noch an Bord ist, der Hartmut Jenner, so ein Highlight-Spieler in der Porsche Arena gesehen hat und so begeistert war, dass er gesagt hat, okay, das könnte auch etwas für unser Unternehmen sein, und ist damals mit, ich glaube, 15.000 Euro eingestiegen, und mittlerweile ist es der Hauptsponsor unserer Organisation, wo es dann auch schon in den 7-stelligen Bereich geht, was zeigt, wie wir hier denken, wie wir hier arbeiten, und
Und genau, natürlich ist es so gewesen damals, dass diese Freiwilligengruppe, die sich da in der Vermarktung zusammengetan hat, das erstmal parallel machen musste. Also da waren viele aktive Spieler dabei, die sich dann teilweise nach dem Training zusammengesetzt haben und mit den, wir sagen das so salopp ganz gerne, die Bittenfelder Handwerker bei Laune gehalten haben. Da gab es ein kleines VIP-Angebot in der Gemeindehalle und dann natürlich auch professionell in der Scharena. Aber die Strukturen mussten dann natürlich nachgezogen werden. Und das ist dann auch mit dem ersten dualen Studenten damals passiert. Das ist dann auf der Geschäftsstelle durch eine Umstrukturierung vorgenommen worden, sodass natürlich auch die, ja, sage ich jetzt mal, der Background dann professionalisiert wurde. Und das zieht sich bis heute noch weiter. Also wir sind tatsächlich immer am Überlegen, okay, was können wir weitermachen, in welche Bereiche kann es weitergehen. Wir wollen die Sponsorenbetreuung so proaktiv und professionell vor allen Dingen wie möglich gestalten. Wir machen da sehr, sehr viel. Kommen wir mit Sicherheit gleich auch noch im Detail drauf zu sprechen, was wir da für Themen machen. Aber es geht nur parallel. Also wenn man das nicht schafft, dann nachzuziehen, auch gerade neben dem sportlichen Bereich den wirtschaftlichen Bereich nach oben zu ziehen, dann wird es ganz, ganz schwierig. Ja. Vielleicht kannst du gleich mal so ein Beispiel Sponsoring oder von einem Beispiel Sponsoring berichten. Was macht ihr da eigentlich? Also wie könnte oder wie sieht sowas aus bei Kercher zum Beispiel? Oder hast du irgendein anderes Highlight von einem Sponsoring, worüber du gerne erzählst beim Lagerfeuer Freitagabend? Ja, also klar geht es dann natürlich auch um die eigenen Themen, die man mit den Ansprechpartnern des Sponsors entwickelt, ganz klar. Ich würde gleich aber auch vielleicht noch auf das eine oder andere Produkt, was sehr, sehr interessant ist, für alle Sponsoren drauf zu sprechen kommen. Aber wie schon angesprochen, ist bei der Firma Kercher das so, dass sie das gerade auch einfach als Arbeitgebermarke sehen. Also nicht hier um den Absatz der Haushaltsgeräte, der Putzgeräte nach vorne zu treiben. Das ist bestimmt ein nebensächliches Ziel der Firma Kercher oder auch ganz bestimmt. Aber in erster Linie wollen sie hier als Arbeitgeber in der Großregion Stuttgart auftreten. Und das über die Markenpräsenz bei uns. Also natürlich hat man halt Hauptsponsor die Rechte, die Trikotfläche zu besetzen und hat dadurch natürlich in der Handball-Bundesliga auch deutschlandweit hohe Präsenz und natürlich auch bei den Top-Clubs ihre Hauptsponsoren, die dann in der Champions League, in der Euroleague und so weiter kämpfen. Das geht dann nochmal in andere Dimensionen, aber vor allen Dingen hier am Arbeitgebermarkt präsent zu sein, zu zeigen, dass Kercher sehr regional verwurzelt ist, sehr verbunden ist und genau das auch über das Engagement bei uns zeigen. Also das geht über die Präsenz der Wischer, was natürlich super passt zu Kercher, wo sich hier auch mittlerweile ein Slogan bei uns in der Region gebildet hat. Jetzt wird gekerchert. Fand Aurel auch sehr, sehr witzig, als er das erste Mal beim Heimspiel bei uns war und wir uns danach im VIP-Bereich darüber unterhalten haben. Das sind so Themen, die bleiben im Ohr und sind natürlich auch über die, sage ich jetzt mal, die Wiederholung entsteht dann natürlich auch eine entsprechende Reputation. Und in Kombination mit der Kommunikation des Sponsors, wie sie mit uns als Hauptsponsor umgehen und da auch als persönlich, sage ich jetzt mal, als persönliches Sprachrohr beispielsweise auch vom Herrn Jenner auf LinkedIn. Das sind natürlich Themen, die dann auch in der internen Kommunikation sehr, sehr gut spielen. Und dann geht es natürlich auch immer darum, wenn Firmen im B2C-Bereich, aber auch im B2B-Bereich unterwegs sind, wie sie ihre Kunden erreichen, wie sie ihre potenziellen Kunden erreichen. Und da finde ich, haben wir tatsächlich über das Thema Gamification, was gerade auch echt im Trend ist, einen sehr, sehr coolen Impact mit unserer Halbzeit-Show beziehungsweise mit unserem Halbzeit-Gewinnspiel. Wir machen das Ganze über Mentimeter und man kann ja da einfach interaktiv in der Halle dran teilnehmen. Alle sind beteiligt. Es geht über den Arena-Sprecher, der dann die Fragen vorliest und man kann am Bildschirm dann antworten. Da geht es um die richtige Antwort natürlich in dem Fall über 4 Fragen hinweg, aber auch über die Schnelligkeit. Und das ist zum einen ein Presenting eines unserer Partner, was sehr, sehr gut funktioniert, aber darüber hinaus natürlich eine tolle Maßnahme, die Partner mit ins Boot zu nehmen, weil wir auch immer sehr, sehr tolle Gewinne dort eben präsentieren.
Und das sind zum Beispiel so Best Cases. Dann gibt es natürlich im Foyer Themen, die sehr, sehr gut funktionieren bei uns, weil wir sehr, sehr viele Themenspieltage haben. Wir spielen ja viel Donnerstagabends und am Wochenende. Unter der Woche richten wir dann natürlich viele unserer Themen im B2B-Bereich aus. Das heißt, da geht es dann um Afterwork-Themen oder gerade um Themen, die vor allen Dingen unsere Unternehmer interessieren. Aber am Wochenende, wenn wir Sonntag spielen, natürlich das Thema Familie super interessant. Und da haben wir hier unser Ticketvermarktungsteam, wo wir aber alle Teil davon sind, uns wöchentlich zusammensetzen, welche Themenspieltage wir in der Hinrunde, in der Rückrunde gut implementieren können. Da ist wirklich auch im Best Case unser großer Nachhaltigkeitsspieltag, wo wir auch ein Sondertrikot immer präsentieren, wo wir unsere großen Partner mit an Bord nehmen, die dann auch Präsenz während des Spieltags haben, wo wir Stände im Foyer aufbauen. Interaktion ist ein ganz, ganz großes Stichwort und dann darüber hinaus natürlich auch unsere Medienpartner ins Boot nehmen, die den Kreislauf auch unseres Spieltags dann natürlich anhand der Beispiele unserer Partner beleuchten, die dann vor Ort sind, Interviews machen und dann auch dementsprechend Berichte darüber machen, was sehr, sehr gut funktioniert. Also man muss da das Thema Sponsoring nicht nur geradlinig sehen und sagen, okay, das ist Werbepräsenz, das ist Logopräsenz und fertig. Oder ich habe noch VIP-Karten mit dazu. Klar, der eine oder andere hat das, auch aus, sage ich auch ganz offen, vielleicht aus dem einen oder anderen steuerlichen Grund, die Themen einfach auch geltend zu machen, ganz klar. Aber da ist schon eine sehr, sehr hohe Verbundenheit bei uns und die Partner möchten auch involviert sein, möchten Themen mitgestalten und genau, dann ist natürlich noch ein zweiter wichtiger Punkt unser Netzwerk. Aber da würde ich dann gleich noch drauf zu sprechen kommen. Da komme ich sicher noch drauf zu sprechen. Du hast jetzt schon einige Produkte angesprochen, Sponsoring-Produkte vom TVB. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Vielleicht da noch ein paar weitere erklären, zeigen? Sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich ist es so, sollte jedem natürlich ein Begriff sein, dass es die klassischen Werbeleistungen gibt. Klassische Werbeleistungen einmal digital und dann natürlich auch vor Ort in der Arena. Das heißt, da sind wir auch mit der Porsche Arena natürlich sehr, sehr gut ausgestattet. Auch im Liga-Vergleich müssen wir uns da nicht verstecken und sehe eigentlich auch unser Spieltagsprodukt sehr, 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 sehr weit oben angesiedelt. Das heißt von LED-Bande, die wir eigentlich in der Vollrotation mittlerweile ausspielen können. Das heißt, alle Spielfeldseiten sind dort präsent. Dann haben wir einen großen Videocube in der Arena und dann natürlich auch einfach klassische Werbeleistungen wie unsere Mundloch-Banner. Das heißt, die 4 Ecken in der Arena, da sind natürlich auch große Werbeplatten, die gezeigt werden. Wir haben Fahnen am Tornetz. Dann ist natürlich das Tornetz selbst eine sehr, sehr tolle Werbemöglichkeit, die auch in den Mediawerten mit ganz, ganz weit oben angesiedelt ist. Hannover macht das, glaube ich, perfekt, wenn ich das mal hier an der Stelle sagen darf. Die Magdeburger müssten das Tornetz auch vermarktet haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das sind Themen, die sehr, sehr gut funktionieren. Und darüber hinaus dann natürlich die Hospitality-Bereiche. Also wir haben 2 Stück. Wir haben einen Logenbereich bei uns in der Porsche Arena, der sehr, sehr gut funktioniert und unseren klassischen VIP-Bereich, das Cancun. Das ist etwas außerhalb der Halle, so 150 Meter entfernt, eine Location, die wir zu unseren Heimspielen anmieten, immer schön herrichten und da sind sehr, sehr viele unserer Netzwerkpartner zu Gast, wo wir dann auch unsere Sponsorenwand, wir haben eine digitale Sponsorenwand, die sehr, sehr cool ist. Genau, und das noch als Bereich Hospitality, wo die Dauerkartenbesitzer ihre Karten haben, ihre VIP-Dauerkarten und darüber hinaus dann noch individuelle Konzepte. Also man hat dann natürlich auch in den Hospitality-Bereichen als Partner die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Wir haben das Format Sponsor of the Day, dass man quasi für den Tag Spieltagspartner ist, hat da auch die Möglichkeit, im Foyer einen Stand zu machen, hat verschiedene Banden, hat eine Videografik und dann natürlich auch über die Tonspur, über den Arena-Sprecher gibt es dann auch die eine oder andere Möglichkeit, dann natürlich Werbung zu machen, Interviewformate im Arena TV zu implementieren. Und
ja, dann geht es natürlich weiter. Man muss auch kreativ sein. Vielleicht ein Punkt noch aus aktuellem Anlass, haben wir unsere Bauchfläche beispielsweise nicht vermarktet, aufgrund eines Ausfalls in den letzten Jahren einer unserer Co-Sponsoren. Und dann haben wir eben die Idee gehabt, ja, dann lass uns doch pro Spieltag die Fläche vermarkten. Haben einige Leistungen mit dazu gepackt. Das heißt, da hat man dann auch TV-relevante Präsenz. Man ist auf dem Flashboard mit zu Gast und hat natürlich dann auch die Möglichkeit, individuell mit uns zu sprechen, was auch unser Anspruch ist, zu schauen, hey, was sind deine Bedürfnisse, was sind deine Ziele mit der Aktion und entsprechend dann mit unseren Leistungen, die wir dann auch anbieten können, ein Paket zu schnüren, was für alle interessant ist. Da kann ich ein Beispiel nennen, was ich begleiten durfte, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, war mit der Firma Stihl, sehr, sehr groß, auch hier sogar Weibling, ansässiges Unternehmen, was im Motorsägenbereich dabei ist, die eigentlich überhaupt gar kein Sportsponsoring machen, beziehungsweise kein externes Sportsponsoring, weil sie ja eine eigene Sportart mit dem Stil Timber Sports haben und das auch sehr, sehr gut vermarkten und präsentieren, die aber eine Kampagne hier aus der Region tragen, nennt sich der Grüne Tunnel, ist hier ein relativ heiß diskutiertes Projekt in der Region, deswegen will ich da auch gar keine Meinung zu abgeben, aber die so ein Spieltags-Sponsoring gemacht haben und dadurch einfach Kunden und Interessierte zugleich ansprechen konnten. Das heißt, die haben für ihre Partnerunternehmen, das sind dann auch einige hier aus der Region, eingeladen zu einem Event, also zu quasi einem Side-Event bei uns in der Arena, wo wir einen Vortrag erhalten haben, wo der Dr. Rüdiger Stihl selbst einen Vortrag gehalten hat, wo wir einen Sektempfang hatten, wo die dann im VIP-Bereich eingeladen waren, hatten dann die Trikotfläche eben entsprechend auf dem Trikotbauch unserer Mannschaft, hatten dann ein Interview im Arena TV und darüber hinaus noch die eine oder andere Werbefläche. Und das sind Möglichkeiten, die man natürlich dann auch außer der Reihe nutzen muss, um zum einen den Partnern zu zeigen, hey, so könnte es aussehen. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Bedürfnissen und Zielen unserer Kunden einfach so zielgerichtet wie möglich gerecht zu werden. Genau. Und, sorry, Ja. ich muss gleich fragen, war da mit der Bauchfläche dann jedes Spiel besetzt? Also ihr konntet dich für jedes Spiel in der zusätzlich verkaufen? Also in der Rückrunde der letztjährigen Saison, also 23, 24 haben wir damit angefangen, Ja. weil uns das dann, weil wir da handeln mussten. Und da haben wir es tatsächlich für jedes Spiel verkauft bekommen, beziehungsweise dann hat auch der ein oder andere Partner die Möglichkeit genutzt, über einen längeren Zeitraum, also 2, 3 Themenspieltage darüber zu stricken, dann eine eigene Story quasi drum zu schnüren in Zusammenarbeit mit uns. Aber in der Rückrunde der letztjährigen Saison hatten wir tatsächlich jedes Rückrundenheimspiel dann vermarktet und in dieser Saison bis auf 3 Stück zum jetzigen Zeitpunkt haben wir es auch geschafft. Und genau, was natürlich eine tolle Möglichkeit ist. Ja. Ja. Ich habe so viele Fragen. Ich glaube, wir müssen den Podcast verlängern. Ich glaube, da musst du den Tag frei. Ich weiß genau, was du fragen willst. Ich weiß nicht gar. Also zum einen, ich glaube so, wenn man ein paar Schritte zurückgeht, was ich mich schon immer frage, okay, du hast jetzt eine Palette an Produkten angesprochen und also die erste Frage wäre, wie gehst du ein Sponsoring an? Also du musst dir ja schon, so wie ich mir das so vorstelle, du musst ja schon deine Hausaufgaben machen, du musst ja ganz genau verstehen, was macht das Unternehmen, wo wollen die hin, was interessiert sie, weil du hast bei Kercher zum Beispiel angesprochen, dass die eher so im HR-Bereich wahrscheinlich so den Return on Invest quasi sehen und gar nicht im Verkauf von deren Produkten. Wie gehst du sowas an? Wie viel Kreativität steckt dahinter? Das hast du ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Das ist, glaube ich, so das Spannende. Und die zweite Frage wegen der Bauchfläche, da komme ich anschließend noch drauf zu sprechen. Ja, sehr, sehr gute Frage. Das finde ich einen der spannendsten Bereiche überhaupt meines Jobs oder generell im tagtäglichen Geschäft. Wenn wir jemanden einladen, der interessiert ist oder generell auch über
ja, ein Akquiseformat ist ja jetzt erstmal in der Hinsicht egal welches. Wir versuchen die Leute immer einzuladen zu unseren Heimspielen, um denen erstmal zu zeigen, wie sieht es überhaupt aus. Weil man muss natürlich sagen, dass viele hier in der Region sehr, sehr fußballaffin sind, andere Sportarten kennen, aber so richtig was mit der Sportart und dem Event, muss man ja auch einfach so sagen, Handball nicht so viel anfangen können. Und dann kommen die zu einem Spiel, wir betreuen die, ja, dann auch je nach Potenzial, kann jede Organisation ja auch seine eigenen Parameter festlegen. Ist das jemand, den ich vollumfänglich betreue, das heißt den ganzen Abend von der Minute, wo er zum Haupteingang reinkommt, bis zum Ende, bis er nach Hause geht, oder ob das jemand ist, den wir begrüßen, denen wir alles zeigen, die dann ihren Weg so ein bisschen gehen und man trifft sich dann nach dem Spiel wieder. Und dann geht schon mal so herauszufinden, okay, was gibt es für Anknüpfungspunkte natürlich mit zum einen dem Ansprechpartner, aber auch mit dem Unternehmen. Was macht das Unternehmen? Das muss man dann natürlich schon versuchen herauszufinden im persönlichen Gespräch. Und ein Thema, was ich gemerkt habe, was wirklich gut funktioniert und wo sich die Leute auch sehr wertgeschätzt fühlen, ist, wenn man bei der Firma dann vorbeikommt und sich das Ganze mal vor Ort anschaut. Dann zeigt nämlich der Unternehmer auch sehr, sehr gerne, was er zu bieten hat, oder die Unternehmerin natürlich auch, was sie zu bieten haben, was deren Kerndienstleistung oder Key Product ist und wieso auch die Unternehmenskultur ist. Und dann nehme ich mir schon sehr, sehr viele Informationen mit. Und letztendlich ist es dann natürlich in zweiterlei Hinsicht auch eine Budgetfrage. Was möchte der Sponsor ausgeben? Was haben wir für Möglichkeiten? Und dann geht es natürlich von bis. Also man hat Markenpräsenz als Ziel oder man möchte Kunden erreichen über eine Aktivierung, möchte aber trotzdem im VIP-Bereich seine Dauerkarten haben, um auch regelmäßig als Fan zu kommen. Also sehr, sehr viele unserer Unternehmer und Unternehmerinnen sind auch einfach Fans und sind sehr, sehr verbunden. Hat mit Sicherheit auch viel damit zu tun, was wir so noch drumherum für Sachen stricken. Aber ja, es geht einfach um den persönlichen Austausch herauszufinden, was treibt die Unternehmerinnen und Unternehmer um, was sind die Besonderheiten des Unternehmens, was sind vielleicht Anknüpfungspunkte oder vielleicht sind auch der ein oder andere Problempunkt im Unternehmen interessant für uns und zu sagen, hey, da haben wir auf jeden Fall was für euch. Der eine oder andere ist auch daran interessiert, sich einfach gut zu vernetzen und zu schauen, dass er Kontakte im Netzwerk knüpft, weil er seine Dienstleistung platzieren will. Oder hatte ich jetzt letzte Woche, ich habe einen unserer Partner mit jemand anderem verbunden aus unserem Netzwerk, weil er einfach einen Bedarf hatte, zum Beispiel im IT-Bereich oder was Microsoft Server-based Themen angeht. Da haben wir halt Experten auch im Netzwerk und dann ist es auch meine Aufgabe, die Leute zu verknüpfen und vor allen Dingen auch den Leuten im Anbahnungsprozess klarzumachen, dass das bei uns ein proaktives Netzwerk ist und dass wir das schon auch sehr, sehr proaktiv gestalten. Und da kommen wir jetzt. Dann geht man natürlich auch seine Sorry, Produktpalette durch, um zu schauen, dass das Netzwerk, gut, das genau. kommt ganz sicher noch zur Ansprache. Sorry, habe ich dich unterbrochen. Absolut. Stas, ich muss reingrätschen, weil ich will noch schnell nachhaken, da, wenn du sagst, du gehst beim Sponsor vorbei, auch um zu schauen, wie die arbeiten, was die genau machen, ihre Produkte zeigen und alles. Und dann auch, zum einen vom Finanziellen her, aber auch von den Wünschen her, wie sie sich das vorstellen, wo sie gerne präsentiert sein wollen. Dann gibt es ja sicher so ein Package von euch. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Wie sehen die aus? Macht ihr die jedes Mal von neu für jeden Sponsor individuell oder habt ihr da vorgefertigte Packages, die ihr anbieten könnt? Wie sieht das aus? Also grundsätzlich ist es so, dass wir klar eine Sponsorenpyramide haben mit verschiedenen Budgets, mit verschiedenen, sage ich jetzt mal, Einstiegshöhen. Und das Ganze ist im Dach unseres TVB-Netzwerk Wirtschaft. Und da ist quasi die unterste Ebene, sind unsere Netzwerkpartner. Und da ist der Einstieg mit 2 Business-Dauerkarten plus der Mitgliedschaft eben in unserem Netzwerk inklusive. Das ist so die Einstiegshöhe, sage ich jetzt mal. Man kann da auswählen, ob man dann in den Logenbereich möchte oder in den normalen VIP-Bereich.
Und genau, dann hat man noch Werbepräsenzen mit dabei in all unseren Publikationen, was das Netzwerk betrifft. Das heißt auch die ganzen Monatshefte, unser Saisonheft auf der Homepage und eben auf der digitalen Sponsorenwand in unseren VIP-Bereichen. Und genau, also das heißt 2 VIP-Dauerkarten plus die Mitgliedschaft im Netzwerk. Das ist so der Start. Und das ist ein Paket, was wir quasi was ein fester Bestandteil ist unserer Produktpalette. Und dann darüber hinaus, wenn man noch Werbeleistungen oder Aktivierung dazu buchen möchte oder auch entwickeln möchte gemeinsam mit uns, dann steht da natürlich auch ein gewisser Betrag dahinter, der dann auch das Sponsoring auffüllt. Genau. Aber die unterste Ebene ist quasi ein Einstieg, der quasi ein Paket ist, und dann kann man darüber hinaus auch individuell noch Themen dazu buchen. Genau. Vielleicht, also anschließend jetzt auf deine Frage, diese Werbefläche, die Bauchfläche, weil du ja gesagt hast, dass ihr sie pro Spiel quasi vermarkten könnt. Das ist ein super spannender Punkt, weil wir haben jetzt auch in den letzten Monaten auch sehr, sehr viel genau gerade über dieses Thema auch gesprochen mit vielen Verantwortlichen im Sponsoring. Und da ist eher die Aussage, ja, das machen wir eher ungerne, weil es einfach ein gewisser Aufwand ist. Und deswegen jetzt die Frage zurück an dich. Wie löst ihr das? Und wie löst ihr das vor allem auch technisch, toolseitig? Wie sind da die Prozesse? Mhm. Das ist ja schon eher progressiv von dem, was wir jetzt gerade. Workflow. Absolut richtig. Ohne den funktioniert es in der Hinsicht auch nicht. Und da muss ich auch ganz klar mal meinen Kolleginnen und Kollegen ein großes Lob aussprechen fürs Jahr 24, weil das unabhängig von der sportlichen Situation einfach aufwandstechnisch ein sehr, sehr herausforderndes Jahr war, weil wir sehr, sehr viele dieser Aktionen hatten. Und zu Beginn waren wir eigentlich erstmal so, okay, wie stellen wir das eigentlich an? Wir mussten erstmal einen Leistungskatalog für dieses Paket zusammenstellen, wo wir sagen, okay, das ist auch einigermaßen neben unserem alltäglichen Geschäft handelbar, weil natürlich mit jeder Fläche, mit jedem Prozess, der auch dahinter steckt, ich würde das jetzt nur schön anreißen, aber allein der Prozess wie sieht das Logo auf der Bauchfläche aus, bis hin zur Produktion bei unserem Ausrüster Hummel, durch wie viele Korrekturschleifen sowas schon allein geht oder gehen kann. Also es gibt natürlich auch Positivbeispiele. Das ist schon ein Heidenaufwand. Und dann geht natürlich noch die gesamte weitere Planung einher. Das heißt, sowohl von den internen Prozessen als auch den externen Prozessen. Intern lösen wir da ganz, ganz viel über unser Projektmanagement-Tool Asana. Das heißt, da können wir ganz, ganz viele Projekte anlegen. Da gab es dann und gibt es auch immer noch unser Spieltagssponsor-Projekt quasi, wo wir alle Leistungen als Aufgabe hinzugefügt haben und dann natürlich geschaut haben, okay, bei wem passt das denn in den Bereich? Welcher duale Student kann uns unterstützen? Das heißt, Marketingabteilung oder Grafikabteilung kriegt dann die Aufgaben zugewiesen. Sponsoring-Abteilung nimmt natürlich dann einen sehr, sehr hohen Anteil an Abstimmung mit dem jeweiligen Sponsor ein. Das heißt, die ganzen Abstimmungsthemen werden dann aufgeführt und den Leistungskatalog und dann natürlich auch das Vertragswesen. Da arbeiten wir mit Salesforce von Tool-Seite, aber ich kann jedem auf den Weg geben, der überlegt, sowas zu machen, sich auf jeden Fall vorher zu überlegen, wie sieht der Prozess aus, wie möchten wir das gestalten, wie kommunizieren wir das Ganze mit dem Sponsor und vor allen Dingen, wie sieht die interne Kapazität aus, weil das bei uns schon ein sehr, sehr hoher Aufwand war und wir das dann auch zu dieser Saison etwas umgestellt haben und geschaut haben, dass sich neben dem alltäglichen Geschäft das bei uns auch einfach in Grenzen hält, beziehungsweise sehr, sehr viel in die bestehenden Prozesse mit gebunden werden konnte. Und das war und ist immer noch ein sehr, sehr großer Aufwand. Hoffentlich müssen wir diese Fläche bald nicht mehr einzeln vermarkten. Ja. Das wäre so die Frage, lohnt sich das Ganze? Also rechnet sich das Ganze entgegen? Also Aufwand versus dann Return on Invest. Also dadurch, dass es bei uns auch in einer gewissen Weise aus einer Not heraus entstanden ist, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, war dann natürlich ein großer Teil einfach Kompensation der entstandenen Lücke. Das ist kein Geheimnis, aber Magdeburg macht das zum Beispiel sehr, sehr häufig.
Ja, also das ist ein Teil deren Konzepts, spieltagsbezogen Trikotflächen zu verkaufen. Was ich persönlich einfach aus unternehmerischer Sicht sehr, sehr interessant finde, weil man da sehr komprimiert eine sehr, sehr dichte Zielgruppe erreichen kann und sehr, sehr coole Aufmerksamkeit generieren kann. Aus organisatorischer Sicht auch cool, kann auch sehr, sehr gut sein. Natürlich muss man ein gutes Pricing finden. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn man die Trikotfläche, gerade so eine große Trikotfläche in einem Hauptsponsoren, Co-Sponsoren-Paket unterbekommt, ist der Effekt, glaube ich, einfach im Gesamten größer. Ja. Und man hat einfach neben der finanziellen Sicherheit auch einfach die Prozesse nicht bei jedem Heimspieltag. Das kommt aus Kapazitätsgründen natürlich dazu. Also es hält sich tatsächlich die Waage, weil ich sehr, sehr auch einfach ein großes unternehmerisches Interesse habe und das natürlich für Firmen, die jetzt nicht die Riesenbudgets haben im 6-, 7-stelligen Bereich pro Saison, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, sich das für etwas erschwinglicheres Geld sehr, sehr gut was draus stricken kann. Und deswegen finde ich das schon sehr, sehr interessant, aber grundsätzlich sollten die großen Flächen natürlich auch bei Co- und Hauptsponsor natürlich liegen, die dann auch das entsprechende finanzielle Volumen sehr, sehr groß haben. Aber wie bei allem hält sich das da auch die Waage, dass man natürlich nicht so sehr abhängig sein sollte von 1, 2 großen Playern und den Rest des Netzwerks oder den Rest, wie man es auch immer nennen möchte, der Sponsorenpyramide abhängig zu sein. Ja, und also ist jetzt bei euch der Fall gewesen, dass wenn dann mal einer wegfällt, ist ja nicht gesagt, dass gleich der nächste kommt, oder? Aber ja, ich finde Richtig. das ist richtig spannend, so ein bisschen diese kurzfristigen Sponsoren auch eben, wie du gesagt hast, pro Spieltag eigentlich dann auf der Bauchfläche. Wir haben das ja auch schon so ein bisschen angeschaut, ein bisschen versucht herauszufinden, wie das auch zum Beispiel im digitalen Bereich dann möglich ist oder auch angewendet wird. Und ja, da sind die Meinungen gehen ein bisschen auseinander, gerade da viele Vereine halt wirklich versuchen, Sponsoren für eine ganze Saison zu kriegen. Dann irgendwie, wenn die vorletzte oder die letzte Saison so sich dem Ende zuneigt, dass dann die Sponsoren für die nächste Saison eigentlich schon mehr oder weniger für die ganze Saison halt unterschrieben haben und sie das auch so wollen und die kurzfristigen Sponsoren eigentlich gar nicht so suchen. Aber gerade im digitalen Bereich sollte da ja sehr viel möglich sein. Weil du musst nichts drucken, du musst kein, wie sagt man, Matchblatt da, das Programm drucken oder irgendetwas. Du hast ein Logo, du kannst das digital präsentieren. Das geht eigentlich relativ einfach. Wie sieht das im digitalen Bereich bei euch aus mit den kurzfristigen Sponsoren? Finde ich super interessant. Da finde ich auch eine Koexistenz, also dass man beides schafft zu implementieren, natürlich super interessant. Gerade im digitalen Bereich sind wir, will ich schon sagen, jetzt mit einem Thema, was wir letzte Woche gelauncht haben, Vorreiter in der Handball-Bundesliga. Ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, aber wir haben mit unserem Partner JobbyPlace letzte Woche eine Job-Arena veröffentlicht, die TVB Job-Arena. Finde ich Weltklasse, ja, weil das Thema Mitarbeitendengewinnung bei uns so richtig letztes Jahr auf den Schirm gekommen ist. Wir haben geschaut, was haben wir denn noch so für Leistungen in unseren Verträgen, die wir mal angehen sollten, und sind da auf das Thema TVB Karrieretag gestoßen. Und das durfte ich letztes Jahr verantworte es auch in diesem Jahr, und haben dann eine Jobmesse bei uns im Rahmen von einem Heimspieltag gemacht. Ich komme gleich drauf zurück, warum es digital gleich interessant wird. Und aus diesem Karrieretag haben wir gemerkt, dass das Thema Mitarbeitendengewinnung und Employer Branding super interessant ist für die Partner. Fachkräftemangel in der Politik in Deutschland die letzten Jahre rauf und runter diskutiert und haben da einfach den Zahn der Zeit getroffen. Und dann kam über einen Partner die Idee, lass das doch professionell machen, und sind dann über einen Zufall
zu Jobbyplace gekommen und die quasi im Amateursportbereich Jobplattformen quasi bauen, um den kleinen Vereinen die Möglichkeit zu geben, Praktikumsstellen, Ausbildungsplätze und so weiter auf den Homepages der kleineren Vereine zu implementieren. Und die haben gesagt, ja, warum machen wir nicht einen Profi-Case? Fanden das super interessant und sind dann bei uns natürlich offene Türen eingerannt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Unser Kommunikations- und Digitalleiter, der da federführend mit dabei war, auch ein sehr kreativer Geist ist und wir gesagt haben, ja, wir machen das, wir probieren das aus, was auch ein Teil unserer jungen DNA einfach ist, wie wir auch als Marke wahrgenommen werden möchten. Und genau, das hat jetzt natürlich auch einen entsprechenden Entwicklungsaufwand gebraucht und auch eine gewisse Zeit. Wir haben dann auch recht früh unsere großen Partner mit ins Boot genommen und gefragt, hey, möchtet ihr da dabei sein? Und da war durchweg die Resonanz, ja, natürlich, machen wir. Und jetzt haben wir es letzte Woche veröffentlicht und wir müssen wirklich sagen, einfach toll. Also wir haben da verschiedene Möglichkeiten, also von 5 Jobs einzustellen bis hin zu 10 Jobs oder ja, unbegrenzt Jobs quasi einzustellen plus Präsenz bei uns in der Arena plus Präsenz auf Social Media, digital, auf der Homepage haben wir auf unserer Stammwebsite einfach eingebunden im Header die TVB Job Arena. Das heißt, eine Seite nativ eingebunden nur für den Bereich Jobs, was sehr, sehr gut spielbar ist. Und das kann ich nur den Leuten im Sponsoring generell, aber auch in der Sportorganisation empfehlen, solche Themen oder einfach offen für solche Themen zu sein. Natürlich immer nach Machbarkeit, weil ja natürlich auch ein Zweit- und Drittligist oder ein Amateurclub natürlich nicht die Struktur und die finanziellen Mittel hat, aber da gibt es auch Möglichkeiten und Wege, das auszusourcen. Genau, das ist ein Bereich, der sehr, sehr gut funktioniert und darüber hinaus natürlich Social Media Formate zu kreieren. Bei uns zum Beispiel das Format Frage der Woche, um im digitalen Bereich zu bleiben, was sehr, sehr gut funktioniert. Da sind deine Ex-Schweizer Nationalmannschaftskollegen auch sehr prominent hier bei uns in der Region. Kommt sehr, sehr gut an. Ja, das sind Themen, denen man einfach offen gegenüber sein muss und dann nach Machbarkeit einfach zu prüfen, okay, ist das was für uns oder nicht? Genau, also das sind auf jeden Fall 2 Best-Case-Beispiele in dem Fall. Genau. Sag mal, das Thema Social Media, weil wir hatten es jetzt auch vor 2 Wochen, hatten wir ein Gespräch, da war das Thema, dass der größte Painpoint des Sponsoring-Verantwortlichen war, dass die Partner gar nicht so wirklich auf das Digitale gehen, sondern dass denen eher die Präsenz im Stadion oder in der Halle wichtiger ist. Mhm. Ähnliche Erfahrungen machen dürfen? Oder weil das klingt alles schon so ein bisschen, und ich meine, wir verfolgen das ja auch schon so ein bisschen bei euch, ist ja schon sehr digital. Ihr habt jetzt, ich glaube, so, wenn ich es richtig verstanden habe, letzte Woche irgendwas auch mit einem AI, also mit dem Thema AI habt ihr euch auch dann auseinandergesetzt. Ihr seid ja schon recht digital, was man so hört. Wie ist denn da der Ansatz bei den Partnern? Also hast du auch sowas schon mal erlebt, dass der Partner gesagt hat, nee, ist mir eigentlich egal, was da auf Social passiert. Mir ist eher so die Werbefläche unten im Stadion wichtig. Oder hast du komplett konträre Erfahrungen machen dürfen? Ja, auch hier kann man die Partner nicht über einen Kamm scheren. Da liegt ganz, ganz viel auch in der DNA der Unternehmen. Das heißt, wie die Unternehmen ausgerichtet sind, wie groß sind die Unternehmen. Ja, einem Kercher ist es wichtig. Ja, der schaut auch auf die Zahlen. Also wir müssen da auch Reportings machen. Also, Wie sehen die Insights aus, etc. also digital, Entschuldigung, deshalb. der will quasi Genau, digital. genau. Ja. Genau, also wir tracken die Insights und machen da dann auch eine Medienauswertung, die wir den Partnern, die im Social Media Bereich auch bei uns aktiv sind, natürlich vorlegen. Der eine oder andere sieht das ein bisschen weicher, der andere sagt, ja, okay, da müssen wir vielleicht nochmal ran oder sage ich jetzt auch mal die Ausspielung der Anzeigen nochmal drüber gehen. Also da ist es auch wirklich von bis. Wir möchten da Vorreiter sein. Also du hast es angesprochen, wir sind jetzt auch in dem von Transform Sports im AI-Netzwerk drin. Wir gehen jetzt auch demnächst, wurde ich letzte Woche angesprochen oder
letzte Woche von unserem Kommunikationsleiter, Prompt Like a Pro, wurden wir eingeladen und da geht dann auch ein Großteil der Geschäftsstelle hin. Ja, warum machen wir das? Zum einen, um uns einfach am Zahn der Zeit aufzuhalten, aber natürlich auch, um uns so ein bisschen einen Burggraben auch in der Handball-Bundesliga aufzubauen. Also wir sind natürlich auch im Austausch mit der Handball-Bundesliga an sich, aber auch mit den anderen Clubs. Jetzt mal unabhängig von den Local Hero Vereinen und den großen Vereinen wie ein THW Kiel, wie ein SC Magdeburg und Flensburg, Rhein-Neckar-Löwen, die einfach auch eine sehr, sehr große Fanbase haben. Das ist bei uns nicht so der Fall. Und wir haben auch einfach ein sehr, sehr extremes Konkurrenzangebot hier bei uns in der Region. Beim Fußballclub hier um die Ecke, die halten gerade die Taschen auf. Also da läuft es einfach sehr, sehr gut. Die machen auch gute Arbeit jetzt seit ein paar Jahren und die haben einfach eine Strahlkraft und Tradition in der Region hier. Da möchten wir auch gar nicht gegen ankommen. Uns geht es eher zu schauen, die Volleyball-Damen spielen Champions League. Die sind Doublesieger geworden letztes Jahr. Die machen einen Top-Job. Die Basketballer in Ludwigsburg spielen Euroleague. Die spielen sehr, sehr guten Basketball, spielen regelmäßig in den Playoffs. Und das Kulturangebot in Stuttgart in zweiter Instanz ist riesig. Ja, also man kann sich jeden Tag in der Woche überlegen, wo gehe ich denn hin? Gehe ich in die Oper? Gehe ich ins Theaterhaus? Gehe ich ins Varieté? Gehe ich in die Wilhelma? Gehe ich zum Sport? Und genau, und da geht es einfach darum, auch Abgrenzungspotenziale zu finden, auch vielleicht die eine oder andere Nische zu finden, die sehr, sehr interessant ist für uns, um dann auch einfach uns weiterzuentwickeln, neue Produkte zu generieren, neue Wege zu gehen und dann auch zu schauen, wie kommt das bei unseren Partnern an. Und ich denke, das ist absolut der richtige Weg. Und die Voraussetzung hat in der Handball-Bundesliga nicht jeder und das möchten wir natürlich für uns auch nutzen. Wenn das Sportliche dann auch noch nachzieht, sind wir alle zufrieden. Ja. Ist auch eine Variable, wo wir, glaube ich, noch drüber sprechen. Ja, die sportliche Situation, die ist, ich denke jetzt mal, diejenigen, die Handball-Bundesliga ein bisschen verfolgen, wird nicht sehr viel angenehmer aktuell. Oder ist immer noch sehr angespannt. Aber ja, jetzt beim digitalen Sponsoring zu bleiben, wenn du sagst, da gibt es die Partner natürlich von bis, die sich dafür interessieren oder nicht. Wenn du jetzt sagst vom TVB, wir wollen jetzt ein digitales Produkt wirklich, dieses eine digitale Produkt noch mehr verkaufen, promoten. Suchst du dann wirklich speziell diese Firmen raus, diese Unternehmen, die sich das dann auch vorstellen können? Also du gehst dann da gezielt mit dem Digitalprodukt zu den ausgesuchten Unternehmen? Ja, also auf der einen Seite ja, das versucht man natürlich, ist ein schwieriger Prozess, weil das dann natürlich nicht immer klappt. Auf der anderen Seite muss es auch so ein bisschen in diesem Anbahnungsprozess passieren, wenn man merkt, okay, ein Sponsor hat Interesse oder hat jetzt zum Beispiel auch so ein Trikotpartner-Paket sich dafür entschieden, dann ist es ja auch an uns zu schauen, okay, die ein oder andere Leistung ist jetzt nicht so interessant, was eigentlich in dem Paket ist, aber wir haben was Digitales, was sehr, sehr gut funktioniert. Zum Beispiel hatten wir einen Fall mit dem Technikmuseum aus Sinsheim, was über einen Spender quasi so ein großes Engagement bei uns machen konnte. Und die haben mit ihrer Social-Media-Abteilung natürlich gesagt, hey, das und das finden wir nicht so interessant, können wir im digitalen Bereich was gemeinsam machen. Und dann haben wir einfach gemeinsam geschaut, was haben wir, was können wir euch anbieten oder was können wir für euch umsetzen. Ja, gemeinsam mit dem Partner oder mit unseren Partnern. Da geht es ja auch darum, dann ein bisschen kreativ zu sein, zu schauen, was können wir produzieren mit dem Aufwand, der das Thema dann auch hergibt. Genau, aber wirklich, dass man sagt, okay, man kann data-driven wie die Mailänder Clubs in 12 Regionen in Italien die Startaufstellung digital verkaufen an andere Partner. Da sind wir weit von entfernt. Ich glaube, dass sich das dahin entwickelt, ist zumindest auch unser Ziel, data-driven Marketing. Und unser digitales Setup lässt es in den nächsten Jahren bestimmt auch zu, aber das ist noch ein weiter Weg. Auch wenn man sich das
das oft so vorstellt oder von unserer Seite auch wünscht, dass es schneller geht. Da hat die Handball-Bundesliga auf jeden Fall noch Potenzial. Ja. Und also Thema Digitalisierung, und weil du es gerade auch gesagt hast, so dass ihr da natürlich Vorreiter auch sein wollt. Wie viel oder welche Rolle spielt denn das Thema KI gerade? Also AI ist ja gerade allgegenwärtig, jeder spricht drüber. Mhm. Welche Rolle spielt das gerade bei euch im Team? Beziehungsweise welche Zukunft siehst du da jetzt auch für deine Arbeit? Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass wir es schon implementiert haben, zum Beispiel auf unserer Homepage. Also wir versuchen das tatsächlich nach Use Case so ein bisschen auszurichten, weil das mit vielen Themen natürlich so ist, dass du es nicht als Komplettlösung für alles ausrollen kannst, sondern erstmal peu à peu auch ausprobieren musst. Was richtig cool ist, was gut funktioniert, ist zum Beispiel unser Chatbot Johnny Blue auf unserer Homepage. Und das ist ein Thema, wenn Fans und Interessierte quasi auf unsere Homepage gehen, dann poppt ein Fenster auf von unserem Maskottchen Johnny Blue, der dich dann fragt, hey, ich bin der KI-gestützte Johnny Blue des TVB, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du die mir stellen. Also da geht es dann von, wo finde ich die Ticketkäufe oder wo habe ich die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, wo finde ich Statistiken etc. Das ist in meinem Workflow eher unterstützend. Ich hatte es letztens, wo ich mir auch einfach Gedanken gemacht habe oder so ein bisschen auch perspektivische Arbeit gemacht habe, zu schauen, gerade mit dem Karrierethema, welche Partner beschäftigen sich denn auch in ihrem Alltag damit oder welche Unternehmen hier aus der Region, und promptet es dann natürlich auch in ChatGPT beispielsweise oder in Copilot und schaue mir einfach mal die Ideen an oder nutze es als Ideen. Darüber hinaus, gerade im sportlichen Bereich, gibt es natürlich auch das eine oder andere coole Tool. Ich glaube, WSC ist da ein Partner der Liga, wo auch Spielszenen oder von deinen, wo Spielszenen geschnitten werden, die natürlich auch sehr, sehr viel KI-gestützte Arbeit leisten. Das heißt, wo man sich Spielszenen direkt vormerken kann, Tore, Highlight-Spielzüge etc. Sodass ich schon glaube und auch davon ausgehe, dass es in Zukunft sehr, sehr spannend wird, das Thema KI, prozessgestützt. Ein Zitat, was ich da letztens aufgeschnappt habe, ist, dass KI glaubt, oder anders gesagt, dass KI nicht Jobs und die Rolle des Menschen verändern wird oder teilweise auch ich hätte fast auslöschen gesagt, aber mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Aber zu sagen, ja, die Leute, die aber KI gestützt arbeiten oder ChatGPT nutzen, andere KI-Tools nutzen, die werden dich überholen. Und das glaube ich schon auch, dass man da einfach viel unterstützende Arbeit mit machen kann, gerade auch wenn es um perspektivische Arbeit geht. Ein Beispiel, unsere dualen Studenten sollten sich um das Thema Kids Club, Implementierung von einem digitalen Mitgliederkonzept einfach inspirieren lassen und haben dann auch KI gerade für die visuelle Klarmachung genutzt, und da sind tolle Ergebnisse bei rumgekommen, die sie dann natürlich genutzt haben, um eine Präsentation zu erstellen und das Thema weiter auszuarbeiten, aber man kann da schon sehr, sehr viel machen, und gerade auch im Sponsoring, sowohl in der Akquise, aber dann auch in der Ideenfindung, im prozessgestützten Arbeiten, wenn man klassische Ablage macht, oder Themen einfach auch ins Programm einträgt, textliche Arbeiten macht, Spielberichte schreibt, Ticker schreibt, solche Sachen. Da kann KI, glaube ich, in Zukunft helfen, und vor allen Dingen auch für große Organisationen in den USA machen das ja beispielsweise auch schon, dass du das Live-Erlebnis in der Arena von zu Hause quasi anschauen kannst, dich da auch jemand durchführt, du quasi auf dem Sofa mit
einer Brille beispielsweise dann das Stadionerlebnis zu Hause hast. Und ich glaube, in dem Bereich wird es vielleicht nicht in der Handball-Bundesliga an erster Stelle, aber auch im deutschen Sport grundsätzlich ankommen. Also das ist auf jeden Fall ein Themenbereich, den man als Sportorganisation punktuell unterstützend auf dem Schirm haben sollte. Definitiv. Aber habt ihr da die Freiheit, das zu machen? Also ich weiß nicht, ob du das gerade ansprechen wolltest, aber es gibt ja in Las Vegas, glaube ich, dieses Sphere, wo man, dieser riesen Ball, wo man dann quasi diese Live, also du sitzt da, so wie ich es verstanden habe, sitzt du da und guckst da ein NBA-Spiel an oder ein D-Game an mit einem Popcorn und das ist wirklich da. Zum einen das, ja. Zum einen das natürlich dann physisch vor Ort in der Sphere in dem Beispiel, aber das Stadionerlebnis an sich für die Franchises wird ja mittlerweile auch sehr, sehr digital ausgespielt. Für Dauerkarteninhaber etc. ist es natürlich ein Thema oder eine digitale Arena-Tour zu machen. Das sind natürlich Themen, die sehr, sehr interessant sind, auch in der Zukunft, wenn man es schafft, das Fanerlebnis dann an dieser Stelle auch einfach weiterzuentwickeln. Ja. Habt ihr dir die Freiheit von der Liga, quasi alles zu machen, worauf ihr Lust habt, oder gibt es da gewisse Einschränkungen? Also könntet ihr auch jetzt so eine Sphere in Stuttgart aufbauen oder sonst wo in Waiblingen und KI-gestützte irgendwie neue Fan-Engagement-Erlebnisse zu machen, oder sagt die Liga dann irgendwann, hey, stopp mal, weil da seid ihr zu weit entfernt von den anderen Teams? Spannend, sehr spannend. Die Frage haben wir uns tatsächlich noch nicht gestellt, ob es da irgendwelche Themen von der Liga-Seite geben könnte. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil die eigentlich da auch sehr, sehr innovativ sind und teilweise jetzt auch schon Taskforces bilden, wo Leute von uns und auch von anderen Vereinen eben in ihren Positionen herangezogen werden, wie man das Thema weiterentwickeln kann. Von daher glaube ich schon, dass das möglich ist. Viel hängt bei uns natürlich auch mit den Arena-Betreibern zusammen. Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht unsere eigene Halle. Die Porsche Arena wird von der Betreibergesellschaft in Stuttgart organisiert. Wenn die sagen, ja, das wird schwierig oder nee, das machen wir nicht, dann haben wir da kein Mitspracherecht. Ich weiß, dass natürlich der ein oder andere Bundesligist mehr Aktien an den Hallen hat, wo sie drin spielen und da auch mehr mitbestimmen können als wir. Das steht und fällt natürlich auch damit. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, das ist hier unser Stadion oder es ist unsere Arena. Wir machen hier jetzt ein digitales Fanerlebnis auf den Screens im Umlauf mit Virtual Reality Brillen und so weiter, was alles in unserem Ideenspeicher liegt auf jeden Fall. In der Umsetzung ist es dann immer die Frage, kriegt man das gematcht mit den Betreibergesellschaften? Wir haben da einen engen Draht, also wir machen da auch sehr, sehr viel mit denen gemeinsam, um einfach auch das Fanerlebnis so gut wie möglich zu gestalten. Das wäre dann der nächste Step und ich sehe es immer so, dass alle Seiten davon profitieren können, weil wir das als Handball-Bundesligist, als Mieter dort machen, kann man das natürlich für andere Themen, Konzerte etc. natürlich auch ausspielen. Also wenn ich die in Stuttgart wäre oder eine andere Betreibergesellschaft, dann würde ich da schon mit investieren, mitarbeiten, um einfach auch mein Arena-Erlebnis bei anderen Events, jetzt unabhängig von der Handball-Bundesliga, nach vorne zu treiben, ganz klar. Jetzt, das ist so das Fan-Engagement. Wo siehst du da so ein bisschen die Möglichkeiten auch oder wo hast du noch Visionen jetzt im Bereich Sponsoring? Also was immer sehr, sehr gut ist und was ich für Visionen habe, gerade im Fan-Engagement, ist natürlich die Interaktion. Also ich glaube, dass Gamification in den nächsten Jahren, also merkt man ja jetzt schon teilweise, sehr, sehr gut funktioniert. Unabhängig jetzt von unserem Halbzeitgewinnspiel machen wir Liederraten im Arena TV. Es gibt die Fancamps. Ich bin auch ein US-Sport-Fan. Gerade schaue ich sehr, sehr viel Basketball, die da natürlich Vorreiter sind, die da sehr, sehr viel machen. Und da hat man natürlich super Möglichkeiten. Also so ein Screen, so ein Jumbo-Screen und teilweise jetzt auch, wenn man die Arena der LA Clippers anschaut, mit diesem Halo-Ring in der Arena oben, die Live-Statistiken zeigen, die wirklich jede einzelne Statistik auf dem Screen zeigen. Die Einbindung der Partner ist dort natürlich perfekt. Gerade digitale Unternehmen, die sich das auf die Fahne schreiben, dort mit zu implementieren, ist super cool. Dann gibt es ein deutsches Unternehmen, was gerade
durch die Decke geht mit dem LED-Floor, Weltklasse. Also da gibt es ja gerade auch so ein Video, was viral geht, wo man, ich glaube, es ist bei den Orlando Magic, die tatsächlich jeden Floor der anderen Teams ausspielen können. Verschiedene Trainingssimulationen laufen lassen können. Man kann schauen, wie ist von Franz Wagner die Shooting Percentage im Training. Ja, Wahnsinn. Also wenn du das gematcht kriegst und wenn du das skalierbar machst, das ist toll. Und wenn du da es dann natürlich schaffst, mit einem LED-Floor Partner zu implementieren, da hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und das ist schon eine Vision von mir. Ich weiß nicht, ob es umsetzbar ist, wie da die Zukunftsideen auch der Handball-Bundesliga aussehen. Wir haben ja einen Boden, der für alle Teams gleich ist. Ist natürlich dann auch die logistische Frage, die dahinter steckt, weil man so ein Ding ja auch auf- und abbauen muss. Aber das ist auf jeden Fall eine Vision, die ich habe, die ja teilweise auch schon umgesetzt wird. Nicht im Handball, aber in anderen Sportarten, was sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe das zum Beispiel auch im Eishockey in Finnland, als ich dort war, gesehen, die sehr, sehr coole LED-Sachen auf dem Eis machen. Also da gibt es schon gute Fan-Engagements und vor allen Dingen dann auch Einbindungsmöglichkeiten für Partner. Und ja, wie cool ist es denn, wenn du auf einem Glasfloor oder LED-Floor eine Werbung machst, die du vorher noch nie gesehen hast als Fan. Also da gibt es auf jeden Fall coole Themen in der Zukunft. Ja, wir haben den ja kennengelernt, den Christoph, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber wir auch Babinski. Ja, so. Und ich war erst auch kein Fan von dem Basketballboden, aber nachdem ich da ein bisschen rumgedribbelt habe, muss ich schon sagen, das ist schon ziemlich geil. Nur da habe ich natürlich so die Frage, und das ist ja für Basketball oder Handball oder Eishockey eigentlich das Gleiche. Jetzt im Basketball habe ich gesehen, da ist mir, obwohl ich liebe ja Motion Graphic, ich liebe ja dieses ganze Digitalisierte, aber wenn da irgendwie nur noch Animation und wenn du dann Dreier schießt, dann wird irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Welle und dann, also viel zu viel los. Und das lenkt natürlich auch so ein bisschen ab vom Spiel. Da ist so ein bisschen die Frage, wie behält man die Balance? Ja. Weil, also so viel ich vom Handball weiß, ist, dass die Zielgruppe ja schon sehr sportaffin ist, also sehr handballaffin ist. Und dieses ganze Drumherum, dieses Event-Thema, das ist ja in der NBA oder in den großen Ligen in den Staaten natürlich ein Thema, das ist ein Event. Aber wie ist es hier, also in Deutschland, wie gehst du damit um, dass du nicht vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt? 100%. Also ich bin da ja auch sehr euphorisch, was solche Themen angeht, weil ich mich da auch einfach für interessiere. Ich denke, der springende Punkt ist es, dass es einfach passt und dass man dann nicht übers Ziel hinausschießt. Gerade wir haben schon Möglichkeiten mit der Sportart der Handball an sich, die junge Zielgruppe bei Laune und vor allen Dingen bei Aufmerksamkeit zu halten. Die Aufmerksamkeitsspanne der Jugendlichen, der Kinder nimmt immer weiter ab. Wir erfahren das jeden Tag und beim Handball passiert schon sehr, sehr viel. Also es fallen sehr, sehr viele Tore, sehr, sehr viele Aktionen passieren und das noch zu überladen während des Spiels halte ich für nicht klug. Ja, aber man hat ja gewisse Pausen, die man für sowas nutzen kann. Ja, und ich glaube, da sollte es auch hingehen. Also klar, wir orientieren uns immer wieder an den großen Sportarten oder Ligen der NBA, der NFL. Ich bin aber auch Sportfan genug und einfach sportbegeistert, um die reine Sportromantik, sage ich jetzt einfach mal so salopp, zu genießen und schaue mir das Spiel auch sehr im Detail an und da will ich eigentlich wenig Störgeräusche haben, einfach rein als Sportinteressierter. Als Event-Fan sieht es dann wiederum schon ganz anders aus. Beispielsweise war ich letztes Jahr bei den NFL-Games in London, wo natürlich auch eine andere Zielgruppe als der klassische Stadiongänger in den USA angesprochen wird. Also ich bin dorthin gefahren, klar als Fan der Sportart, aber natürlich auch als Fan des Events. Und da erwarte ich dann natürlich schon auch von den Producern, dass da auch was geboten ist, ganz klar. Man muss immer wissen, was ist seine Zielgruppe, was will ich erreichen und klar, in den Sportarten oder jetzt auch bei uns im Handball sollte das nicht überladen sein, sondern man muss das gezielt und punktuell einsetzen, solche Themen und dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Ja, jetzt, wir haben noch ein Thema, das ich unbedingt nochmal aufgreifen will, was wir noch nicht so genau besprochen haben, ist die Netzwerkarbeit vom TVB,
wo wir auch schon im Vorfeld viel darüber gesprochen haben, was ich hier aus der Schweiz ja so ein bisschen anders kenne, mehr so ein bisschen, dass es einen Business Club gibt, der zwar mit dem Sport verbunden ist, aber da geht es dann wirklich nur um Business und ist ein eigener Teil, nicht direkt verbunden. Natürlich finanziert ein Business Club den Sport gewissermaßen. Ihr handhabt das ja ein bisschen anders oder habt das anders aufgebaut. Kannst du da noch ein bisschen was darüber erzählen? Sehr gerne sogar. Also wir sind auch sehr, sehr stolz drauf, dass das auch so hier in der Region wahrgenommen wird und vor allen Dingen, glaube ich, auch in der Handball-Bundesliga so wahrgenommen wird. Um etwas auszuholen, ist es erstmal wichtig zu verstehen, in was für Größenordnung wir uns im Handball bewegen, im Vergleich auch zum Fußball beispielsweise. Also wenn wir uns die Etats, die Budgets der größeren Sportart anschauen, da sind wir einfach ein Bruchteil davon. Das muss man ganz klar sagen. Und dann kommt dazu, dass der Etat zu sehr, sehr großen Bestandteilen aus dem Sponsoring und aus Partnergeldern besteht. Das heißt, es ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Asset von uns, was wir bespielen, was in unserer DNA liegt. Das heißt, unsere Partner sind das wichtigste Gut, was wir haben. Ja, wir haben weit über 200 Partner. Das heißt, man muss schon mal eine Infrastruktur schaffen, dass wenn ein Partner ein Problem hat, ein Partner eine Idee hat, er zusätzlich zu seinen bestehenden Karten jemanden einladen will, jemand erreicht von uns. Ja, das heißt, er hat seinen festen Ansprechpartner, egal ob es um vertragliche Themen geht, um alltägliche Themen oder auch einfach den Austausch geht. Und darüber hinaus, also vom Mindset her ist es schon mal sehr, sehr wichtig, dass das im Verein verankert ist. Ja, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das dauert auch seine gewisse Zeit. Und dann braucht man natürlich auch das Personal dafür, das einfach dienstleistungsaffin ist, wo sagt, okay, diesen Service bieten wir einfach unabhängig von unserem Kerngeschäft im Sport an. Und dann ist es in unserer Netzwerkarbeit ganz, ganz wichtig, unsere Partner miteinander zu verknüpfen, dass wir viele Events für unsere Partner machen und die Partner auch als Fans und als Partner an sich an unsere Organisation auch in einer gewissen Weise binden, ja, weil unser Ziel ist es, langfristige Partnerschaften mit unseren Unternehmerinnen und Unternehmern zu pflegen. Da haben wir verschiedene Events aufgesetzt. Das heißt, es beginnt mit unserer offiziellen Saisoneröffnung. Und darüber hinaus haben wir bis zu 5 Netzwerkveranstaltungen im Jahr, die wir auf verschiedenen Levels dann ausführen. Also wir haben immer im Herbst, im November eine High-End-Veranstaltung. Die hat hier dieses Jahr bei uns im Supper Club mit einem regionalen Gastronom hier und Caterer stattgefunden. Wirklich eine Abendveranstaltung auf High-End-Niveau, wo dann auch Keynote-Speaker eingeladen sind und einfach, wo man schon fast sagt, dass das ballartig, wenn es auch locker gehalten ist, aber schon eine High-End-Veranstaltung ist. Dann machen wir ein großes Golfturnier für unsere Partner. Das heißt, wir haben auch einen Partner-Golfclub, wo wir dann ein Turnier mit über 50 Startplätzen veranstalten, aber natürlich dann auch für diejenigen aus unserem Netzwerk, die mit der Sportart Golf noch nicht so viele Anknüpfungspunkte hatten, einen Schnupperkurs anbieten. Und dazu gehört dann natürlich dann auch noch eine Abendveranstaltung, wo dann auch wieder der ein oder andere Vortrag dabei ist, aber natürlich auch unsere Partner Preise stellen können, um wieder einfach auch die Reputation an diesen Abenden zu haben. Dann haben wir ein neues Format dieses Jahr zum Beispiel auch mit implementiert, Partner werben Partner. Das heißt, wir haben in der Spielbank Stuttgart eine Abendveranstaltung gehabt, wo Partner sich nur anmelden konnten aus unserem bestehenden Netzwerk, wenn sie jemanden neuen mitbringen. Da waren wir auch innerhalb von 2,5 Wochen waren wir ausgebucht. Funktioniert hervorragend sowas, weil zufriedene Partner sagen zu ihren Kunden oder zu ihren Partnern, den lade ich wirklich nur ein, wenn ich zufrieden bin. Und wenn ich da gern hingehe und wenn ich ruhigen Gewissens sagen kann, das wird ein super Abend, egal was da jetzt vom Programm auch geliefert wird. Und dann natürlich unsere Spieltage. Das heißt, wir sehen uns auch als Verbindungsmanager
in unserem Netzwerk. Das heißt, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey Martin, ich möchte die und die Firma kennenlernen, dann sage ich, ja, lasst uns direkt, ich mache euch gerne ein Intro, auch beim Spieltag, dann rufe ich denjenigen an, sage, hey, ich habe da jemanden für dich bei unserem Spieltag, möchtet ihr euch nicht mal verknüpfen, stell die einander vor, sag, was die Unternehmen machen und dann können die sich austauschen. Und wir greifen das dann natürlich auch weiter auf in unseren Netzwerkmagazinen, wo wir eine eigene Kategorie darüber haben, also die Geschäfte, die in unserem Netzwerk passieren, das, was wir mitbekommen und dann auch Erfolgsstories sind, präsentieren wir dann auch nochmal mit Interviews und einer Background-Story. Genau, also wir machen da schon sehr, sehr viel, was natürlich mit sehr, sehr hohem Aufwand verbunden ist, aber einfach, weil es unser Mindset ist und weil es uns ein ganz, ganz wichtiges Asset ist in unserem täglichen Tun. Genau. Kann ich ganz kurz also darauf anknüpfen, weil was du gesagt hast, Partner werben Partner. Hört sich schon auch so nach einer Lead-Generierungsmaßnahme an und deswegen auch so ein bisschen die Frage, wie es bei oder von dem, was du bisher gerade berichtet hast, das ist ja schon eher so ein Relationship-Management Aspekt, der ganz, ganz groß ist. Ne? Du musst dir die Beziehungen pflegen, musst ganz, ganz viel vor Ort machen oder vor Ort sein. Spielt das Thema Kaltakquise und natürlich auch digital Kaltakquise irgendeine Rolle? Wie ist denn da so das Verhältnis zwischen quasi vor Ort oder kalt, beziehungsweise wie viel kriegt ihr inbound, wie viel ist outbound? Also wie schaut eure Lead-Generierungsmaßnahmen aus? Also ein Punkt, der sehr, sehr gut funktioniert, ist über die bestehenden Partner. Da braucht man nicht drum herum reden, dass die Partner, die schon Bestand bei uns haben, wenn die jemanden mitbringen, ist natürlich die Erfolgschance höher. Das muss man schon sagen. Wir machen auch Kaltakquise, keine Frage. Nutzen da auch ein Tool. Gibt es auch verschiedene, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, wo man dann auch die entsprechenden Kontaktdaten der Ansprechpartner findet. Genau, da muss man sich dann natürlich überlegen, da kann man auch Parameter eingeben, die uns wichtig sind. Ja, und also ist Kaltakquise schon auch ein Bestandteil. Wenn man natürlich dazu sagen muss, wie generell in der Kaltakquise, dass dann natürlich die Abschlussquote wahrscheinlich unter 10% liegt. Da muss man auch ganz ehrlich sein, dass man da mal auch wirklich einen größeren Glückstreffer landet. Kann schon mal passieren oder dass auch Leute wirklich aufgrund unserer Arbeit mittlerweile auf uns zukommen und sich erkundigen, wie das Ganze aussieht. Passiert auch immer häufiger, was natürlich grundsätzlich für uns spricht. Aber wir versuchen sehr, sehr viel auch unsere bestehenden Partner in dieses Thema mit einzubinden. Das heißt, es wurde tatsächlich auch letztes Jahr eine Arbeitsgruppe gegründet aus unserem Sponsoren- und Gesellschafterkreis heraus, wo wir immer wieder im Austausch sind und zu überlegen, hey, wer kennt denn noch wen? Wen kann man denn noch einladen beispielsweise oder hat hier jemand einen spannenden Kontakt? Und ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren und verschiedenen Anknüpfungspunkten, wie man an Unternehmen herankommt, von Kaltakquise bis bestehenden Partnern, Events, wo man Leute auch einlädt. Das ist zum Beispiel auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn wir Leute proaktiv zu einer Veranstaltung einladen, dass die Leute dann eher kommen und sich über einen Akquisetext zwar freuen, aber dann auch sehr, sehr schnell absagen, ist natürlich auch ein Teil unseres Jobs. Aber ja, wie gerade schon gesagt, es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Anknüpfungspunkten, um die Partner dann auch von uns zu überzeugen und zu zeigen, was wir denn überhaupt alles leisten können. Genau. Es ist ja so ein Spieltag, wie du gesagt hast, ein Event und dann seid ihr da auch im VIP-Bereich, auch dem außerhalb der Halle. Ich war ja da mal zu Gast, da sind ja schon sehr viele Leute dann bei einem Spiel und du kannst ja nicht ganz überall sein, du kannst nicht alle verknüpfen. Was haben die Partner da sonst noch für Möglichkeiten? Genau, also das ist auch ein Thema, was irgendwann dann aufgekommen ist. Klar, wir sind mittlerweile auch ein Sponsoring-Team oder ein Vertriebsteam, Partnermanager-Team, wie man es auch nennen möchte, von 4 Leuten. Dadurch, dass Jürgen ja im Moment in Doppelfunktion als Geschäftsführer und Trainer an der Seitenlinie steht, ist er da so ein bisschen außen vor. Und vor ein paar Jahren kam dann die Idee, warum nicht noch ein digitales Tool auch zur Partnervermittlung zu implementieren. Es sind quasi Screens, die an der Wand
hängen, wo unsere gesamte Sponsorenpyramide quasi mit den einzelnen Partnern und auch den Ansprechpartnern abgebildet ist. Das heißt, wir haben da auch einen QR-Code mit dabei, wo man abscannen kann. Das heißt, im Onboarding-Prozess startet es eigentlich schon, wo die ganzen Informationen abgefragt werden, wie man zum TVB gekommen ist, was das Unternehmen denn macht, so ein paar Key Facts zum Unternehmen, Größe, Branche etc. und dann eben auch die Kontaktdaten des Ansprechpartners. Das heißt, wenn es mal nicht geklappt hat mit einem persönlichen Austausch, kann ich einfach schauen, okay, was interessiert mich denn für eine Branche oder welche Unternehmerin wollte ich denn schon mal ansprechen, scanne den QR-Code ab, habe die Kontaktdaten und kann am nächsten Tag aus dem Büro heraus den Kontakt aufnehmen, eine Mail schreiben, anrufen. Das ist noch ein Teil, der auch gut funktioniert. Ja, sehr cool. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich kann mir tatsächlich ein Part 2 vorstellen. Ich glaube, ich habe mindestens 35 Fragen, die ich noch gerne angesprochen hätte. Ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich schon viele, weil Sport ist ja ein immer beliebteres Thema, auch so die Arbeitswelt. Also wie kommst du quasi in die Sportindustrie rein? Wie wirst du ein Sponsoring Manager beim TVB Stuttgart? Was würdest du oder welche Tipps hättest du an jemanden, der vielleicht jetzt gerade durchstartet oder quer startet? Was braucht man für Skills, Soft oder Hard Skills, um in der Branche erfolgreich sein zu können? Was würdest du sagen? Ja, grundsätzlich ist es für mich jeden Tag ein Privileg, in der Branche zu arbeiten, einfach auch so ein bisschen. Ich mag den Spruch eigentlich gar nicht, so das Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Aber es ist einfach eine Leidenschaft. Und ich weiß es, dass es ganz, ganz viele gibt, die den Sport als Arbeitsmarkt sehen. Und ich glaube, dass der sich auch sehr, sehr positiv entwickelt hat und auch in den nächsten Jahren weiterentwickelt, weil man einfach sehr, sehr viele Bereiche abdeckt. Also klar, ich bin auch über einen zweiten Bildungsweg reingekommen zum Sportmanagement-Studium. Das heißt, ich habe kein Abitur, habe aber eine abgeschlossene Berufsausbildung plus Berufserfahrung, die mir in meinem Bundesland, in Baden-Württemberg, quasi die Möglichkeit gegeben hat, einen Studierfähigkeitstest zu machen. Und dann hieß es erstmal büffeln. Vor allem mit den ganzen wirtschaftlichen Themen habe ich mich auseinandergesetzt, habe dann diesen Studierfähigkeitstest gemacht, habe dann studiert. Hatte natürlich schon ein gewisses Maß an Berufserfahrung, was mir sehr, sehr geholfen hat, einfach vom Mindset her, einfach zu wissen, okay, für was mache ich das Ganze, weil ich wusste, okay, ich will auf jeden Fall im Sportmanagement arbeiten und irgendwann eine verantwortliche Position im Sport haben, vielleicht auch Geschäftsführer irgendwann mal von einer Sportorganisation zu werden. Und das ist so ein bisschen das Thema, dass man sich vorher ja auch so ein bisschen visualisiert, wo geht der Weg hin. Und dann gibt es natürlich immer individuelle Wege, Ausbildung, Studium, aber dann ist es einfach natürlich auch sehr, sehr wichtig, an sich selbst zu arbeiten. Also das Thema ist natürlich Kommunikation, ganz, ganz wichtig, egal über welches Mittel, ob das am Telefon ist, ob das im persönlichen Gespräch ist, ob das per E-Mail ist. Also man sollte da auf jeden Fall auch Zeit oder vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Geld investieren in beispielsweise auch eine Rhetorikschulung oder einfach zu lernen, wie spreche ich vor Leuten. Ich halte viele Vorträge. Das heißt natürlich auch die Präsentationsskills sind sehr, sehr wichtig und dann gilt es natürlich auch so ein bisschen seinen eigenen Weg zu finden. Also ich glaube, jeder hat Stärken in unterschiedlichen Bereichen und es ist einfach wichtig, bei all den Schwächen ausmerzen, auch seine Stärken nicht zu vernachlässigen und da weiter dran zu arbeiten. Und es ist immer noch sehr, sehr schwierig, sage ich jetzt mal, in solche Positionen zu kommen, weil sehr, sehr wenige, sage ich jetzt mal, Semester mit Sportmanagement besetzt sind. Der Profibereich natürlich in den verschiedenen Sportarten in der Spitze schon sehr, sehr eng wird, aber wenn man da auch das entsprechende Durchhaltevermögen oder die eine oder andere Durchgangsstation wertschätzt und auch wahrnimmt, zum Beispiel auch über ein Volontierprogramm, über ein Praktikum sich beweist, dann kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das gute Punkte sind und vor allen Dingen für uns. Das kann ich auch allen Bewerbenden oder allen Studierenden auf den Weg geben. Stellt euch bei euren Praktikas gut an.
seid höflich, macht die Themen, weil für uns ist es kein besserer Weg, an Mitarbeitende zu kommen, die schon bei uns vor Ort waren, die wissen, was es heißt, im Sport zu arbeiten, die gezeigt haben, was sie können, die vor allen Dingen die Bereitschaft an den Tag legen, abends zu arbeiten, an Wochenenden zu arbeiten. Das sind Themen, die sehr, sehr wichtig sind und dann ja einfach an sich arbeiten, weitermachen und versuchen, unabhängig vom sportlichen Erfolg der Mannschaft, abseits des Platzes oder des Feldes, guten Job zu machen und dann wird es belohnt, 100%ig. Sehr cool. Sehr schön. Tolles Schlusswort. Ja, ich glaube, wie gesagt, also Part 2, falls das interessant ist. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall dabei. Unbedingt, ja. Also ich glaube auch, da könnte man noch bei einigen Themen noch viel tiefer reingehen. Aber ja, super. Lieben gerne. Ja, vielen Dank, Martin, dass du teilgenommen hast. Und ja, ich wünsche dir natürlich persönlich weiterhin viel Erfolg, ebenso dem TVB Stuttgart, in sportlicher Sicht natürlich, aber auch unternehmerischer Sicht weiterhin viel Erfolg und ja, danke nochmals. Ich glaube, alle, die gerade zuhören oder zusehen, gerne mal in die Porsche Arena und mal ein Spiel anschauen und das Drumherum, das muss ich auch tatsächlich noch machen. Also ja, unbedingt, ja. Ich fand es richtig schade, dass ich nicht dabei sein konnte, weil diese Sponsoren, die hat mich echt begeistert. Also alle ab nach Stuttgart, in die Porsche Arena. Ja, und Partner werden vom TVB. So ist es. Cool, vielen Dank, Martin. Also, wir sehen uns. Ich danke euch auch einmal für die Einladung und grundsätzlich ja. Herzlichen Dank. Bis bald.